Grüß euch von der Donau. Wasser schaut super aus, aber heute ist einmal kein Kunstköder am Karabiner eingehängt bei mir, sondern der sogenannte Deeper Pro Plus 2. Was ist das Ding? Das ist ein mobiles Echolot für einen Uferangler, aber auch für einen Bootsangler. Ihr seht das schon, das da einfach bei meiner Ruden beim Snap eingehängt. Da unten hängt man es ein, wenn man es vom Ufer aus verwendet. Da hier oben, wenn man es zum Beispiel vom Steg oder von einer Brücke aus verwendet. Und ganz oben gibt es auch so Arme, die man fürs Boot oder fürs Kajak dann verwenden kann. Und wie funktioniert das Ganze? Es ist relativ easy. Wie gesagt, man lädt es einmal auf und im Endeffekt schraubt man es zu. Das Ding ist wasserdicht, hängt es ein und wirft es aus. Sobald die zwei Kontakte da unten im Wasser sind, ist das Ding automatisch aktiv und ihr könnt es dann am Smartphone mitverfolgen, in welcher Tiefe oder über welcher Tiefe sich das Ding gerade befindet. Das ist ein richtig geiles Feature, wenn man zum Beispiel ein Gewässer nicht kennt oder wenn man an so einem Gewässerabschnitt wie dem, wo es relativ lang eintönig dahin geht und vom Ufer aus nicht wirklich Strukturen erkennbar sind, wenn man also da irgendwie spezielle Unterwasserberge, Löcher, Kanten etc. entdecken will. Und ja, was macht das Ganze so mächtig? Im Endeffekt das, dass man sich damit seine eigene Gewässerkarten schreiben kann. Zu jedem Zeitpunkt, wo das Ding im Wasser ist, hat es gleichzeitig die Messung der Tiefe, aber auch ein GPS-Signal. Und aus dem Ganzen zeichnet der Deeper eine Tiefenkarte, was natürlich dann für daheim zum Nachschauen oder auch direkt am Wasser ein mega Feature ist, wenn man diese Informationen einfach verwerten kann. Wie viele von euch wissen, es gibt ja bereits Tiefenkarten der Donau, DVT-Portal und auch die Navionics-App zum Beispiel, wo es weitgehend Informationen gibt. Die sind auch voll super, wenn man sich quasi grob einmal auf einem langen Donauabschnitt seine Strukturen sucht, aber dann vor Ort merkt man schnell, dass die nicht so auf den Meter genau sind. Und dazu ist eben das Ding extrem hilfreich. Wir haben früher, bevor es sowas gegeben hat, natürlich auch mit dem Gummifisch an die Absinkphasen, werden es kürzer, werden es länger, wie lang sind es überhaupt, haben wir gemerkt, wie tief es in einem Areal ist, geht es bergauf, geht es bergauf, ist der Grund hart, ist der Grund weich. Das kann man heutzutage auch alles noch machen natürlich. Aber mit dem Ding hat man halt trotzdem einen extremen Vorteil. Du wirfst das aus, kurbelst das langsam ein, der zeichnet dir die Gewässerkarten, du machst das fächerartig an einem Spot, weiß ich nicht, 15, 20 Wurf und hast de facto mehr oder weniger irgendwie ein halbes Fußballfeld gemappt. Ja, wie gesagt, langer Rede, kurzer Sinn. Ich wirf das Ding jetzt einmal aus an meiner Zanderruden. Es ist jetzt nicht mega schwer, ich würde jetzt auch nicht voll durchreißen, aber es reicht ja, wenn man es einmal ein paar Meter auswirft. Das Schöne da an der Strömung ist jetzt, ihr seht ja, das Ding treibt da ab. Das heißt im Endeffekt, solange ich Platz habe, kann ich sogar mitgehen oder einfach Schnur geben, während der Deeper da in aller Seelenruhe einfach abtreibt. Ich lasse den da jetzt einmal im Wasser liegen und verbinde mich jetzt einmal per Smartphone mit dem Deeper. Das habe ich jetzt vorab noch gar nicht gemacht, jetzt wollte ich euch einmal erzählen, was da überhaupt Sache ist. Und mache ich davon auch ein Screen-Video. Und dann hast du gleich am Anfang einmal die Möglichkeit auszuwählen, was du überhaupt machst. Es gibt einen Standardscan, einen Eisangelscan, einen Bootscan und einen Uferangelscan. Was mache ich? Einen Uferangelscan, klar. Starte das Ganze mal und jetzt verbinde ich das Ganze schon mit meinem Deeper. Er zeigt mir sofort an, ich habe es jetzt da ganz am Ufer herin dass es eigentlich zu flach ist, also unter einem halben Meter. Ich sehe aber trotzdem schon am GPS, wo ich stehe und ich sehe schon, dass der da quasi jetzt dahin schreibt. Ja, was natürlich da auch ganz spannend ist bei der Geschichte, die Deeper Community quasi arbeitet da eigentlich weltweit zusammen mit diesen Tiefenkarten. Das heißt, sobald ihr da Tiefenkarten schreibt, werden die in der Deeper Community gespeichert
und ihr könnt dann auch von allen Orten aus quasi drauf zugreifen, auch wenn ihr euch einen Deeper gerade nicht dabei habt oder euch eine Deeper-App. Und das Ganze ist mit dem Premium-Feature möglich. Jetzt, wo ich den Deeper habe ich quasi 3 Monate Premium gratis dabei. Da kann man sich dann später ein Abo machen. Jedenfalls sehe ich auch die Daten aller Angler, die vielleicht in dem Bereich schon mal gescannt haben, und kann das mit meinen dann kombinieren. Wenn der jetzt da diesen Fleck schon gescannt hätte, gehen die ein bisschen weiter und dann den nächsten scannen. Und so erarbeiten wir als Anglergemeinschaft quasi die Tiefenkarten für, ja, hoffentlich bald die ganze Welt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, jetzt probieren wir es einfach einmal aus. Dann starten wir mal los. Deeper misst schon. Was haben wir für Tiefe? 9 Meter, sagt er mir. Und ich sehe schon wunderbar, wie direkt auf der Karte, wie der quasi die Tiefen jetzt mitschreibt. Jetzt wird es schon seichter, 7,8, 7,7. Wie weit habe ich den nicht ausgeworfen? Ich schätze mal so 15, 20 Meter und lassen jetzt mal ein bisschen runtertreiben. Kommt jetzt die Kanten rauf, 6 Meter. Jetzt kurbeln ihn langsam ein. Da nütze ich natürlich das einer Kurbeln auch gleich mit, nicht nur das runtertreiben. Starten wir Runde 2, mache ich im Endeffekt das gleiche nur mal, aber wirf einfach ein bisschen kürzer. Und dann sehe ich sofort wieder, wie der Tipper beginnt, die zweite Bahn aufzuzeichnen. Ja, und so weiter und so fort. Ich meine, wie man da jetzt dann anfächert oder runtertreiben lässt, mal weiter, mal kürzer wirft. Ihr seht es ja direkt auf der Map, wo es schon wart und wo es noch nicht wart. Im Endeffekt, wenn ihr vollständige Karten wollt, dann müsst ihr einfach quasi die ganze Länge da entsprechend abfahren mit dem Ding. Eine relativ einfache Geschichte, ist für jeden leistbar, denke ich, und macht das Angeln extrem effizient, weil, wie gesagt, gerade auf solche Abschnitte wie dem, wo wenig Struktur am Ufer zu erkennen ist, ist es natürlich wahnsinnig sinnvoll, die Löcher und Kanten im Wasser zu finden. Und da reichen oft ganz minimale Unterschiede aus, wo die Kanten steiler oder flacher wird, wo sich das unter Wasser quasi die Nahrung dann anschwemmt, wo sich die Weißfische einstellen, auch die Grundeln, alles mögliche, die ganze Nahrung kommt dort zusammen und dort stehen dann natürlich auch die Raubfische. Ich hoffe, ich habe euch mit dem Tipp helfen können. Ich haue euch auch noch die Links ein von Navionics, DVD-Portal, alles das, wo es bereits Tiefenkarten gibt, und natürlich auch den Link, wo ihr diesen Deeper erwerben könnt. Ja, und wenn ihr Fragen zu dem Ding habt oder gern weitere Infos sehen wollt, dann schreibt es einmal in die Kommentare, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, schaut auf Instagram, schaut auf Facebook vorbei, wo auch immer ihr unterwegs seid. Wenn ihr mehr Infos haben wollt zum Deeper, dann schaut auf die Website, liegt den Link, den ich reingegeben habe, stellt Fragen in die Kommentare. Ja, der wird sicher noch das eine oder andere mal auftauchen jetzt in den Videos demnächst. Besonders dann auch in der Schonzeit natürlich macht es viel Sinn, dass man sich Zeit nimmt und mappen geht, wo man nicht fischen kann. Ist natürlich wichtig, dass ihr euch an die rechtlichen Gegebenheiten hält. Also während dem Echolot verwenden darf man natürlich zum Beispiel da jetzt in Niederösterreich nicht fischen. Da darf man halt dann nur das Echolot verwenden und ja, dementsprechend passt es ja aber auch, weil man soll sich ja eher auf die eine Sache konzentrieren. Sonst lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wie gesagt, Kommentare, und wir sehen uns bald. Also bis später.